Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firma Drof Kaminöfen. Mein Name ist Jens Pflug. Heute sprechen wir über das Thema schwarze Scheibe am Kaminofen, wie sie entsteht und wie sie vermieden werden kann. Entscheidend für eine saubere Verbrennung ist definitiv das richtige Brennholz. In unserem Fall verwenden wir gehacktes Buchenholz und zum Anmachen auch gehacktes Fichtenholz mit einer Restfeuchte zwischen 15 und 19%. Die Heizleistung eines Kaminofens wird immer über die Holzauflagemenge geregelt und nicht über den Luftschieber. Der Luftschieber kann nur der Holzauflagemenge angepasst werden. Als Beispiel, bei einem modernen Drof Kaminofen legen wir für die kleine Heizleistung von 3 kW ungefähr ein halbes Kilo Holz auf und für die große kW-Leistung von 6 kW legen wir 1,5 Kilo Holz auf. Wichtig ist, dass Sie zum Start an Ihrem Kaminofen den Rostschieber und auch den Luftschieber voll geöffnet haben. Im nächsten Schritt bestücken wir den Ofen. Wir legen die großen Scheite nach unten, sodass ruhig etwas Luft dazwischen ist. Und dann kommt das gehackte Anmachholz oben drauf. In unserem Fall habe ich jetzt etwas Buche gehackt und oben drauf mache ich schön klein etwas von dem Fichtenholz. Zum Anzünden verwenden wir diese Recycling-Anzünder aus Zirbenholz. Wir zünden das Kaminholz immer von oben an, damit wir gleich möglichst viel Wärme ins Abgassystem schicken. Wir empfehlen, die Tür beim Anheizen angelehnt zu lassen. Ohne die hohe Starttemperatur entsteht im Schornstein nicht genügend Auftrieb. Dies ist besonders wichtig, wenn der Kaminofen längere Zeit nicht betrieben wurde und der Schornstein somit kalt oder feucht ist. Nur mit einem optimalen Förderdruck erreichen wir einen sauberen Abbrand. Der Förderdruck sollte zwischen 12 und 20 Pascal liegen. Das ist enorm wichtig, damit wir eine saubere Verbrennung haben und die Scheibe rußfrei bleibt. Moderne Kaminöfen und alte, nicht sanierte Abgasanlagen können den Endverwender vor Herausforderungen stellen, da moderne Kaminöfen einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, von ungefähr 80%. Das bedeutet, dass das Abgas relativ kalt ist und sich im oberen Bereich des alten Schornsteins an den Seitenwangen niederlegen kann, und das sorgt für einen Pfropfen im Schornstein. Dieser Pfropfen im Schornstein sorgt im Ofen für eine schlechte Verbrennung, welche sich dann durch Ausrauchen beim Nachlegen und schwarze Scheibe widerspiegelt. Im Umkehrschluss kann bei modernen Abgasanlagen der Förderdruck allerdings auch viel zu hoch sein. Das bedeutet, dass Ihnen der Förderdruck im schlimmsten Fall die Scheibenspülluft am Ofen mit wegsaugt, was dann auch für eine schwarze Scheibe sorgt. Und da die richtige Temperatur im Ofen ausschlaggebend für eine saubere Verbrennung und eine saubere Scheibe ist, merken wir uns ganz einfach: Sind die Steine weiß, ist der Ofen heiß. Unsere Drof Kaminöfen sind auf eine ruhige, wabernde Flamme ausgelegt, wie wir das hier gerade sehen. So haben wir eine möglichst hohe Effizienz vom Feuer. Eine Schmiedefeuerflamme ist nicht das, was wir wollen. Um eine optimale Verbrennung einzustellen, schieben wir den Luftschieber so weit zu, dass man ein ruhiges Flammenbild bekommt. Nur um Ihnen das jetzt mal als Beispiel zeigen zu können, in diesem Fall brennt der Ofen jetzt sehr gut. Wenn man dem Ofen allerdings irgendwann zu sehr die Luft nimmt und das Feuer anfängt wirklich schlecht zu brennen, rußt Ihnen das natürlich auch extremst die Scheibe zu. Zum Ende des Videos fassen wir jetzt nochmal Folgendes zusammen. Die Anheizphase muss stimmen, die Abgasanlage muss zum Ofen passen, die Brennholzqualität und die Brennholzauflagemenge muss stimmen und der Luftschieber muss richtig eingestellt sein. Wir haben den Ofen für dieses Video jetzt gute 4 Stunden in Betrieb und wie Sie an der Ofenscheibe erkennen können, sehen Sie nichts.